Auch die neuesten Auswanderungsstatistiken zu Deutschland belegen es. Die Schweiz ist und bleibt das mit Abstand beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Wer als Deutscher in die Schweiz umzieht, beziehungsweise als jemand, der 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war, der unterliegt möglicherweise in der Schweiz der sogenannten überdachenden Besteuerung. Das heißt, möglicherweise sind noch seine Einkünfte für 5 Jahre lang in Deutschland zu versteuern. Was das genau bedeutet, wie die überdachende Besteuerung funktioniert, ob du darunter fällst oder nicht, das wollen wir uns einmal in diesem Video hier näher betrachten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Die Schweiz, sie ist in der Tat eine Insel der Seligen und natürlich deswegen bei deutschen Auswanderern so beliebt. Man kann in vielen Berufen das Doppelte verdienen wie in Deutschland. Man zahlt vielfach nur die Hälfte der in Deutschland anfallenden Steuern oder noch weniger. Herrliche Natur, sehr gute Infrastruktur, alles ist sauber, alles ist in Schuss. Die Schweiz ist einfach ein sehr schönes Land, in dem man sich sehr einfach als Deutscher ein Leben vorstellen kann. Kein Wunder also, dass so viele Deutsche jedes Jahr in die Schweiz umziehen und die Schweiz zu ihrem neuen Zuhause machen. Gerade natürlich in Zeiten wie diesen, wo man eindeutig das Gefühl hat, dass Deutschland auf dem absteigenden Ast ist und sowieso viele von euch Zweifel an der EU haben und an den Maßnahmen, die die EU ergreift, um hier nach und nach einen gläsernen Bürger nach dem Vorbilde Chinas zu schaffen. Man denke nur an Kontenregister, mögliches Vermögensregister, mögliche Vermögensbesteuerung, AMLA und so weiter und so fort. Wir haben ja da schon viele Videos zu gemacht. Ich will mich in diesem Video hier nicht mit den Details eines Umzuges in die Schweiz befassen. Dazu haben wir auch schon andere Videos gemacht. Grundsätzlich muss man sagen, dass es sehr einfach ist, in die Schweiz umzuziehen. Jeder EU-Bürger und damit jeder Deutsche hat ein Recht, in die Schweiz umzuziehen, dort zu leben. Man muss nur nachweisen, dass man hier dem Schweizer Staat nicht auf der Tasche liegt. Hat man also ein Jobangebot, gründet dort ein Unternehmen oder hat schlicht und ergreifend Vermögen oder auch eine Rente oder Pension aus dem Ausland zum Beispiel, dann bekommt man die Aufenthaltsbewilligung B in der Schweiz. Diese ist für 5 Jahre gültig. Danach bekommt man die Aufenthaltsbewilligung C und dann kann man, wenn man will, sich auch in der Schweiz einbürgern lassen. Bei all diesen positiven Nachrichten muss man natürlich berücksichtigen, dass die Schweiz für die deutsche Finanzverwaltung nach wie vor ein rotes Tuch ist. Die deutsche Finanzverwaltung ist, was die Schweiz anbelangt, beziehungsweise Deutsche, die in die Schweiz auswandern, auf Krawall gebürstet. Jeder, der die Finanzämter in Baden-Württemberg kennt, kann davon ein Lied singen. Daher mag es nicht wundern, dass es dieses seltsame Konstrukt der sogenannten überdachenden Besteuerung gibt. Die Schweiz ist das einzige Land, bei der Deutschland eine solche Regelung im Doppelbesteuerungsabkommen verankert hat. Und damit wird auch klar, wie argwöhnisch nach wie vor die deutsche Finanzverwaltung die Schweiz eigentlich sieht. Und insbesondere natürlich Deutsche, die in die Schweiz auswandern. Was ist die überdachende Besteuerung? Nun, ich hatte bereits das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz hier genannt. Es sind einige Sonderklauseln in genau diesem Doppelbesteuerungsabkommen,
die dafür sorgen, dass Deutschland noch ein weitreichendes Besteuerungsrecht hat, wenn jemand aus Deutschland in die Schweiz umzieht. Und das Ganze gilt letztlich für 5 Jahre nach dem Umzug. Das heißt also, in den ersten 5 Jahren nach dem Umzug in die Schweiz musst du diese überdachende Besteuerung letztlich beachten. Im Grunde genommen wird hier die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die wir ja auch schon hier vielfach diskutiert haben, auf 5 Jahre reduziert, was möglicherweise ein Vorteil ist. Aber es gelten dann im Grunde genommen die Regelungen der erweitert beschränkten Steuerpflicht für Personen, die von Deutschland in die Schweiz umziehen und darunter fallen. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht kann übrigens dennoch gelten. Das heißt, das Ganze kann auch auf 10 Jahre ausgeweitet werden, wenn man besonders steuergünstig in der Schweiz wohnt. Das wollen wir jetzt hier aber nicht weiter behandeln. Das würde ansonsten zu kompliziert werden. Im ersten Schritt würde ich jetzt nun mal hier das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz öffnen, und zwar in der sogenannten konsolidierten Form. Das ist nicht die amtliche Form, sondern letztlich die vom Bundesfinanzministerium herausgegebene konsolidierte Form, wo alle Änderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte in diesem ursprünglichen Doppelbesteuerungsabkommen in einem einzigen PDF, in einer einzigen Version hier letztlich konsolidiert sind. Man kann schon sehen, die Formatierung ist hier etwas seltsam, nicht wie bei den anderen Doppelbesteuerungsabkommen. Den Link hierzu werde ich übrigens nachher in die Beschreibung des Videos mit hineinpacken. Die überdachende Besteuerung ist hier im Artikel 4 ansässige Person letztlich definiert. Hier gibt es 2 Absätze, die relevant sind, nämlich Absatz 3 und Absatz 4. Absatz 3 gilt grundsätzlich für Personen, die Deutschland verlassen und dann noch eine ständige Wohnstätte in Deutschland haben. Das ist nun tatsächlich ein interessanter Begriff, die Wohnstätte. Du weißt ja, dass normalerweise von einem Wohnsitz gesprochen wird. Der Wohnsitz hat ja weitreichende steuerliche Implikationen in Deutschland. Hier wird nun aber von einer Wohnstätte gesprochen. Das ist nun tatsächlich sehr interessant. Damit wollen wir uns gleich nochmal näher befassen. Also hier geht es darum, dass jemand Deutschland verlässt, eine Wohnstätte noch in Deutschland hat oder sich in Deutschland mehr als 6 Monate im Kalenderjahr aufhält. Wenn das der Fall ist, dann wird man letztlich weiterhin behandelt wie ein in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtiger. Punkt. Okay? Das heißt, hier gelten dann auch deutsche Steuern auf weltweite Einnahmen, außer auf jene Einnahmen, die jetzt hier direkt aus der Schweiz kommen, zum Beispiel Einnahmen aus einer Beschäftigung in der Schweiz. Die Empfehlung lautet natürlich hier ganz klar, diese Wohnstätte auf jeden Fall zu vermeiden. Wie gesagt, was das ist, das wollen wir uns dann gleich nochmal näher anschauen. Wer keine Wohnstätte in Deutschland mehr hat, für den trifft dann möglicherweise Absatz 4 dieses Artikels 4 zur ansässigen Person zu. Hier geht es nämlich um Personen, die von Deutschland in die Schweiz umziehen, aber keine Wohnstätte mehr in der Schweiz haben. Sie werden nicht unbeschränkt in Deutschland besteuert, aber müssen noch auf vielfältige Einnahmen, die normalerweise in der Schweiz zu versteuern wären, gemäß diesem Doppelbesteuerungsabkommen für 5 Jahre in Deutschland Steuern bezahlen. Bestes Beispiel zum Beispiel deutsche Renten und Pensionen. So, die erste Frage, mit der wir uns nun befassen sollten, ist, für wen trifft überhaupt diese sogenannte überdachende Besteuerung zu? Sie trifft auf alle Personen zu, die von Deutschland in die Schweiz umziehen und erstens keine Schweizer Staatsbürger sind, aber sie trifft auf Österreicher zu, die in die Schweiz umziehen von Deutschland, in Deutschland mindestens 5 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig waren, nicht in die Schweiz umziehen, um dort eine Beschäftigung in einem Unternehmen letztlich zu beginnen, an dem sie nicht beteiligt sind, und viertens jene, die nicht in die Schweiz umziehen, um dort zu heiraten. Das heißt, anders gesagt, Schweizer Staatsbürger, die von Deutschland in die Schweiz umziehen, sind nicht betroffen. Wenn du in die Schweiz umziehst, um dort zu heiraten, bist du auch nicht betroffen. Wenn du in die Schweiz umziehst, um dort eine Beschäftigung anzunehmen, ganz wichtig, es darf nicht dein eigenes Unternehmen sein, du darfst nicht an dem Unternehmen beteiligt sein, dann trifft sie auch nicht zu auf dich, die überdachende Besteuerung. Und natürlich, wenn du in Deutschland vor dem Wegzug
nicht mindestens 5 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig warst, dann trifft sie auch nicht zu. In allen anderen Fällen bist du davon betroffen. Inwieweit du betroffen bist, hängt natürlich tatsächlich davon ab, welche Einkünfte du hast, ob du eine Wohnstätte in Deutschland hast oder nicht. Was die konkreten steuerlichen Konsequenzen sind, schauen wir uns gleich nochmal an. Befassen wir uns zunächst mal mit dem Absatz 3 des Artikels 4 des Doppelbesteuerungsabkommens Deutschland-Schweiz. Hier wird von der Wohnstätte gesprochen. Nun muss man kurioserweise sagen, dass diese Wohnstätte nirgendwo definiert ist. Was ist also eine Wohnstätte? Hier müssen wir uns tatsächlich auf Urteile des BfH verlassen, der hier in der Tat schon einige Urteile zu dem Thema gesprochen hat. Also wie gesagt, ganz wichtig, wir sprechen nicht von einem Wohnsitz. Du weißt jetzt ja von vielen unserer Videos, wenn du einen Wohnsitz in Deutschland hast, bist du ohnehin dort unbeschränkt steuerpflichtig. Punkt. Die Wohnstätte muss etwas anderes sein, denn sonst würde ja nicht dieser Begriff verwendet. Anhand der bisherigen Urteile des BfH lässt sich grundlegend systematisieren, dass wahrscheinlich keine ständige Wohnstätte in Deutschland vorliegt, wenn man eine Wohnung unregelmäßig an maximal 73 Tagen pro Jahr nutzt, nicht in Deutschland beruflich tätig ist und keine weiteren wirtschaftlichen Interessen in Deutschland vorliegen. Das heißt, wenn du also in Deutschland kein Vermögen hast, keine Immobilien, keine Firmenbeteiligung und natürlich auch kein Vermögen auf deutschen Konten oder Depots. Eine ständige Wohnstätte ist hingegen gegeben, wenn die Wohnung an mehr als 50 Tagen pro Jahr in Verbindung mit beruflichen oder wirtschaftlichen Interessen genutzt wird. Das heißt, wenn man einer Erwerbstätigkeit in Deutschland nachgeht oder Vermögen in Deutschland besitzt. Soweit der BfH. Das bedeutet also konkret, wenn du eine Wohnung nutzt, selbst wenn du keine Schlüsselgewalt zu einer Wohnung hast, das heißt, selbst wenn du also hier bei Eltern, Freunden oder sonst was übernachtest und diese Wohnstätte nutzt für mehr als 50 Tage bzw. für mehr als 73 Tage, dann würdest du gemäß des BfH hier unter diese Regelung des Doppelbesteuerungsabkommens fallen. Das heißt, du bleibst auch nach dem Umzug in die Schweiz in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig für 5 Jahre, außer für jene Einnahmen, die du tatsächlich in der Schweiz zum Beispiel durch eine Beschäftigung dort erzielst. Es ist also extrem wichtig, dass wenn du in die Schweiz umziehst und danach Besuche in Deutschland machst, die du ja machen darfst, unbedingt ins Hotel gehst und hier genau darauf achtest, inwieweit du in Deutschland auch anwesend bist. Es gibt tatsächlich auch Steuerberater und Rechtsanwälte, die diese Regelung so interpretieren, dass selbst die Nutzung des gleichen Hotels, möglicherweise immer im gleichen Hotelzimmer, manche machen das ja gerne, sie sagen, sie gehen ins gleiche Hotel, haben dort ein Lieblingszimmer, buchen immer das gleiche Zimmer, dass damit schon eine Wohnstätte im Sinne dieses Abkommens hier gegeben ist. Das Problem ist eben die schwammige Formulierung und man muss tatsächlich sagen, dass es nicht abschließend geklärt ist, was als Wohnstätte hier gemeint ist. Ja? Also extrem wichtig, wenn du in die Schweiz umziehst, achte darauf, dass du immer im Hotel übernachtest, wenn du in Deutschland bist, idealerweise, wenn du auf der sicheren Seite sein willst. Alles andere, meiner Meinung nach, setzt dich hier einem sehr hohen Risiko aus. Wenn du nun keine Wohnstätte in Deutschland hast, dann fällst du unter die sogenannte Abwanderregelung. Das heißt, du bist für 5 Jahre noch in Deutschland steuerpflichtig für etliche deutsche Einkünfte, die eigentlich nach dem DBA nicht in Deutschland hier zu versteuern wären, sondern alleine in der Schweiz. Nein, hier möchte ich jetzt tatsächlich nochmal darauf eingehen, welche Einkünfte nicht von der überdachenden Besteuerung betroffen sind. Denn ich habe hier schon im Internet vielfach auch Falschinformationen gesehen. Im Internet steht zum Beispiel vielfach, dass ein deutscher Unternehmer, der in die Schweiz umzieht, sein deutsches Unternehmen schließt, in der Schweiz ein neues Unternehmen gründet, eine GmbH oder auch ein Einzelunternehmen und dann noch in Deutschland Kunden hat, deutsche Einkünfte hätte. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Wenn du ein Unternehmen in der Schweiz hast, dann hast du eine Schweizer Betriebsstätte. Wenn du eine Schweizer Betriebsstätte hast, dann sind die Gewinne aus dieser Betriebsstätte gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen in der Schweiz zu versteuern und nicht in Deutschland. Ja. Jetzt muss man natürlich aufpassen, inwieweit bist du in Deutschland, inwieweit
erbringst du Leistung in Deutschland? Das sind möglicherweise kritische Punkte, aber unter der Annahme, dass deine Leistungen aus der Schweiz erbracht werden, von einer Schweizer Betriebsstätte, sind die Gewinne hierzu in der Schweiz zu besteuern. Das sind keine deutschen Einkünfte im Sinne dieses Abkommens. Deutsche Einkünfte sind zum Beispiel deutsche Renten und Pensionen. Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen müssen deutsche Renten inklusive auch die Sozialversicherungsrenten in der Schweiz besteuert werden. Deutschland hat kein Besteuerungsrecht. Das Gleiche gilt auch für die betriebliche Altersvorsorge. Aber in den ersten 5 Jahren sind diese also noch in Deutschland zu versteuern. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine großzügige betriebliche Altersvorsorge erwartest, dann würde ich dir raten, 5 Jahre bevor du diese Betriebsrente bzw. Leistungen aus der betrieblichen Altersvorsorge beziehst, in die Schweiz umzuziehen, damit du dann ab Beginn des Leistungszeitraumes tatsächlich die günstige Besteuerung in der Schweiz in Anspruch nehmen kannst. Auch wenn du Zinsen aus Deutschland bekommst, dann sind diese in Deutschland zu versteuern. Wenn du deutsche Aktien hast und diese deutschen Aktien verkaufst, dann sind diese Veräußerungserlöse in Deutschland zu versteuern. Du weißt ja, nach Schweizer Recht sind eigentlich solche Veräußerungserlöse steuerfrei. Aber hier, zumindest in puncto deutsche Aktien, auch wenn du die in einem Schweizer Depot hast, wirst du dann in Deutschland Steuern darauf bezahlen müssen. Das sind die Einkünfte, die am häufigsten noch in der Schweiz zu versteuern sind, wenn du unter die überdachende Besteuerung fällst. Nun wunderst du dich vielleicht und fragst dich, was die Schweizer denn dazu sagen. Denn normalerweise haben ja die Schweizer ein Besteuerungsrecht, zum Beispiel auf die Renten. Nun tatsächlich ist es so, dass die Schweizer zunächst mal ihre Steuern einbehalten oder einfordern, besser gesagt. Und dass du dann die in der Schweiz bezahlten Steuern bei der deutschen Steuer anrechnen kannst, die ja meistens höher ist. Ja. Das heißt, du musst in beiden Ländern Steuern bezahlen, aber Deutschland anerkennt die in der Schweiz bezahlten Steuern. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass du noch für 5 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland in Deutschland eine Steuererklärung einreichen musst, selbst wenn du eigentlich gemäß DBA keine einreichen müsstest. Fällst du unter die überdachende Besteuerung, dann ist das noch notwendig für 5 Jahre. Es ist möglich, auf Antrag hier die Pflicht zur Einreichung einer deutschen Steuererklärung hier auszusetzen, wenn du tatsächlich keine Einkünfte hast, die jetzt entsprechend dann in Deutschland zu versteuern werden. Soweit das Thema überdachende Besteuerung beim Umzug in die Schweiz. Das ist also etwas, was du hier sehr genau bedenken musst. Wie gesagt, du kannst die überdachende Besteuerung vermeiden, wenn du in die Schweiz umziehst, um dort eine Beschäftigung anzunehmen in einem Unternehmen, an dem du nicht beteiligt bist. Wenn du das tust, dann gelten diese ganzen Regelungen für dich nicht. Ja, das ist für viele in der Tat eigentlich recht einfach umzusetzen. Wir haben einige Mandanten, die haben zum Beispiel befreundete Unternehmer in der Schweiz und die lassen sich zunächst mal einfach dort anstellen. Das heißt, die haben dann kein Unternehmen in der Schweiz. Die sind nicht weder direkt noch indirekt am Unternehmen des Freundes, also beim Arbeitgeber beteiligt, sondern sind dort zunächst mal einfach beschäftigt und dann gilt eben diese überdachende Besteuerung für dich nicht. Denn wie gesagt, das Doppelbesteuerungsabkommen sagt ja ganz klar, die Bestimmungen dieses Absatzes gelten nicht, wenn die natürliche Person in der Schweiz ansässig geworden ist, um hier eine echte, unselbstständige Arbeit für einen Arbeitgeber auszuüben, an dem sie über das Arbeitsverhältnis hinaus weder unmittelbar noch mittelbar durch Beteiligung oder in anderer Weise wirtschaftlich wesentlich interessiert ist. Das heißt, wenn du in die Schweiz ziehst, um diese Beschäftigung anzunehmen, dann trifft diese überdachende Besteuerung nicht auf dich zu, unabhängig davon, wie lange dieses Beschäftigungsverhältnis bestehen wird. Wenn der Umzug in die Schweiz auch für dich ein Thema ist und du dich mit den hier angesprochenen Punkten auseinandersetzt, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich dort steuerlich zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich demnächst zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.